Hallo! Heute geht's um den C64. Nicht. Aber fast. Es geht also um dieses coole Gerät hier. Und zwar ist das ein BMC64. Das heißt Bare Metal C64 und besteht im Herzstück aus einem Raspberry Pi bzw. der Programmierung auf der MicroSD-Karte. Die stammt von Randy Rossi, ein sehr sympathischer Kanadier. Der hat es also mit sehr viel Liebe und Detailreichtum entwickelt für einen Raspberry Pi 0, 2 oder 3. Auf dem Nuller schwächelt die Rechenleistung so ein bisschen. Ich würde schon Raspberry 2 oder 3 empfehlen. Auf meiner Portplatine ist es ein Raspberry 3, Modell A+. Andere Raspberries passen hier auf meine Platine nicht. Damit jetzt hier nichts durcheinander kommt, für das BMC64 wird nur ein Raspberry und die Programmierung auf der SD-Karte benötigt. Diese Portplatine, die ich dann dazu entwickelt habe, die braucht man nicht, um grundsätzlich ein BMC64 haben zu können. Warum habe ich aber noch trotzdem eine Platine entwickelt? Ich fand das so schön, wie Randy Rossi eben diese Geschichte umgesetzt hat, mit so viel Liebe und so vielen Details, dass ich gesagt habe, ich möchte dem Ganzen auch einen Rahmen schaffen, die dieser ganzen Geschichte würdig ist. Ich wollte also dann schon, dass man auch die Originaltastatur verwenden kann, dass man richtige Joy-Portbuchsen hat, einen Ein-Ausschalter wie beim Original, idealerweise dann auch mit dem Original-Netzteil von Commodore, sodass man also wirklich, wenn man das Gerät vor sich hat, dass man es also nicht erkennt auf den ersten Blick, dass das jetzt kein originaler C64 ist. Man sieht also wirklich so am Gerät eigentlich nirgends, dass es kein C64 ist, außer natürlich auf der Rückseite. Da sieht man dann schon, dass hier eben keine Platine mehr ist und hier die Anschlüsse natürlich deutlich anders sind. Das Ganze ist ein C64-Emulator. Es ist kein Nachbau, es ist keine Replika, sondern ein Emulator. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Dazu komme ich dann auch noch. Das Ganze gibt es bei mir als Fertigmodul, komplett inklusive Raspberry. Was nicht dabei ist, sind die ganzen Komponenten, die man eben auch schon haben könnte, wenn man einen C64 besitzt, also beispielsweise das Netzteil oder auch natürlich die Tastatur. Das sind alles Geschichten, die man sich von seinem alten C64-Gehäuse nehmen kann. Und natürlich gibt es das auch als Bausatz, wie immer mit einer ordentlichen Anleitung, egal ob fertig oder Bausatz. Nachdem da doch einiges aufzubauen ist, ist also die Bauanleitung diesmal etwas umfangreicher. Wir bauen das gleich zusammen auf. Ist für jeden trotzdem leicht zu machen, da ist keine großartige Herausforderung dabei. Und dann fangen wir mal an, den Bausatz aufzubauen. Ich werde ganz normal, wie in der Anleitung auch, vorgehen beim Zusammenbau. Das BMC64 kommt in so einer Schachtel, man hört es hier schon rascheln, also viele Einzelteile. Ein Tütchen auf. Wie immer schütte ich mir das in so ein Schälchen. Dann kann ich sicher sein, dass ich alle Bauteile habe und nichts in der Gegend rumfliegt. Platine natürlich auf der Vorderseite ist der Bestückungsdruck. Da werden die Bauteile eingesetzt, auf der Rückseite verlöten. Einseitiges Verlöten, also auf der Rückseite, ist vollkommen ausreichend, weil alle Löcher durchkontaktiert sind zur anderen Seite. Dann mal eben sortieren. Das ist der Ventilatorlüfter. Der Raspberry wird nämlich ganz schön beansprucht. Durch die ganze Rechenleistung wird er recht warm und braucht da also eine Kühlung. Das ist die MicroSD-Karte. Da ist die Programmierung für das BMC64 schon fertig drauf. Ein SD-Kartenadapter, damit man sich dann auch, wenn man möchte, Spiele aus dem Internet am PC auf die Karte draufziehen kann. Und los geht's mit dieser kleinen Diode. Die Diode hat eine Polung. Und zwar sieht man hier an der linken Seite hat die Diode so einen schwarzen Balken. Und genau so muss sie auch auf der Platine eingesetzt werden. Auf der linken Seite ist so ein Balken auf der Platinenmarkierung und die einfach von der Orientierung gleichermaßen einsetzen. Diese Diode kann man sich mit so einer Biegelehre einfach rechtwinklig abbiegen. Dann schaut das recht sauber aus. Wenn man keine Biegelehre hat, nimmt man sich einfach eine Spitzzange, biegt das damit ab. Oder man macht es mit den Fingern. So allzu akkurat muss das auch nicht werden. Also die Diode mit dem schwarzen Balken nach links, wie gesagt, eingesetzt. Übereinstimmend mit der Platinenmarkierung. Und dann einfach verlöten.
Weiter geht es dann mit der Mini-USB-Buchse. Diese Mini-USB-Buchse, die ist nur für die Spannungsversorgung. Hat mehr Pins als nötig hierfür. Für die Spannungsversorgung braucht es natürlich nur 2 Pins. Aber weil ja sonst auch Daten übertragen werden können über USB, sind also diese 3 Pins in der Mitte für die Datenübertragung und die äußeren beiden für die Spannungsversorgung. Es reicht also aus, wenn man nur die äußeren beiden anlötet. Ich setze mir erstmal die 4 Punkte, um die Buchse mechanisch zu fixieren. Und dann, wie gesagt, die äußeren beiden Pins reichen für die Spannungsversorgung aus. Wenn man also nicht zu viel in diesem kleinen Lötfeld rumlöten möchte, dann macht man es so, dass eben nur diese äußeren beiden Punkte verlötet sind und die mittleren 3 muss man nicht anlöten. Ich mache das trotzdem eben noch schnell. Weiter geht's mit dem Widerstandsnetzwerk. Das Widerstandsnetzwerk, das hat keine Polung. Kann man links wie rechts einsetzen, funktioniert auf alle Fälle. Damit das trotzdem so ein bisschen ästhetisch bleibt, setze ich erstmal einen Punkt so ein bisschen in der Mitte. Und dann schaue ich mir das mal eben an, ob das halbwegs gerade sitzt. Und wenn nicht, dann kann ich es ja mit etwas Gefühl ausrichten. Danach die restlichen Punkte verlöten. Dann kommt dran der Kondensator ohne Polung und der Ventilatorstecker. Ventilatorstecker ist das Gegenstück eben zu diesem kleinen Lüfter, dass man den da ganz simpel einstecken kann. Der kommt dann hier hin. Hierbei darauf achten, dass die Öffnung nach vorne ist, sonst ist der Ventilator falsch rum angesteckt. Und der Kondensator ohne Polung, das ist also dieser kleine graue, viereckig, quadratisch. Da ist auch keine Polung zu beachten, kann man also auch einsetzen, wie man möchte. Und dann beides festlöten. Dann geht es schon weiter. USB-Stecker und Reset-Taster. Die USB-Stecker, das sind die beiden hier. Da mache ich es auch wieder erstmal so, dass ich mir die Masseverbindungen anlöte, damit die erstmal mechanisch fest sind. Da braucht es dann auch durchaus etwas mehr Lötzinn und vielleicht auch etwas mehr Hitze. Und es darf auch eine Sekunde länger dauern, bis sich das Lötzinn ordentlich verflüssigt. Im Gegensatz zu der Mini-USB-Buchse hier natürlich jetzt schon alle Kontakte verlöten, denn hier werden ja jetzt auch Daten übertragen. Und der Reset-Taster, das ist also dann dieser kleine Knopf hier, ein ganz normaler Taster. Ist tatsächlich so, setzt dann den Raspberry zurück auf den ganz normalen Einschaltzustand, wirkt also genauso wie ein Reset bei einem echten C64. Hier nach dem ersten Lötpunkt noch mal kurz schauen, ob der auch sauber bündig auf der Platine aufsitzt. Wenn das der Fall ist, dann die restlichen Punkte verlöten. Danach müssen ein paar Stiftleisten gesetzt werden. Und zwar brauchen wir einmal eine Dreierleiste, eine Zweierleiste und nochmal eine Zweierleiste, die einfach mit einer Zange abknicken oder mit so einem kleinen Seitenschneider abzwicken. Wobei ich eher zum Abknicken tendiere, denn beim Abzwicken kann möglicherweise das Plastik springen. Sollte nicht, aber es kann sein. Dieser kleine Jumper, der ist dann also dafür da, er setzt quasi eine Brücke, ob die Spannungsversorgung über die originale C64-Buchse, also über das originale C64-Netzteil kommt, oder ob man über die kleine Mini-USB-Buchse seine Spannung bezieht. Also Jumper nach links wäre über die Mini-USB-Buchse, Jumper nach rechts über das originale Commodore-Netzteil. Dann haben wir hier einen Anschluss für die Power-LED vom C64. Wenn man das eben in Gehäuse einbauen möchte, dann soll ja natürlich auch die Power-LED leuchten. Und diese beiden Pins, die sind dann später noch mit dem Raspberry zusätzlich zu der Stiftleiste zu verbinden. Warum, erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Bei diesen Stiftleisten mache ich es auch wieder so, erstmal nur einen Punkt setzen
Und dann schaue ich mir erstmal an, ob die halbwegs gerade stehen. Wenn nämlich nicht, dann kann ich sie mir hier noch so ein bisschen ausrichten, gefühlvoll. Und dann die restlichen Punkte verlöten. Und jetzt kommt eigentlich auch schon die Hauptlötarbeit, nämlich einmal diese Buchsenleiste. Da kommt später der Raspberry Pi kopfüber drauf. Und dann diese Shift-Leiste. Da wird die originale C64-Tastatur angesteckt, sofern man sie denn verwenden möchte. Man muss das nicht. Man kann auch eine USB-Tastatur an dem USB-Slot anstecken. Es ist also nicht zwingend erforderlich, originale Commodore 64 Hardware zu verwenden. Schicker ist es halt. Hier auch wieder schauen. Ich löte mir erst einen Punkt an und dann auch erst wieder schauen, sitzt es halbwegs gerade und vor allem sitzt es flach auf der Platine auf, damit das Ganze so ein bisschen Gesicht hat später. Dann die restlichen Punkte setzen. Nachdem dann Stiftleiste und Buchsenleiste gesetzt sind, kommen die Sicherungshalter an der Reihe. Das sind also 4 Stück. Ich habe da einen Platz für eine Ersatzsicherung mit eingebaut. Diese Sicherung sorgt dafür, weil die originalen Commodore-Netzteile, die Elefantenfüße, wie man sie gerne genannt hat, gerne mal einen Defekt aufweisen in der 5-Volt-Leitung und genau die brauchen wir hier. Dann können die in der Weise kaputt gehen, dass also 10 Volt rauskommen. Das wäre etwas zu viel, sowohl für den C64 als auch für den Raspberry. Deswegen ist hier eine Schutzschaltung mit drin und eben mit Sicherungen wird diese Schutzschaltung dann ausgelöst. Sollte es mal der Fall sein, dass das originale Commodore-Netzteil einen Defekt aufweist. Dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Man kann also auch sein C64 solitär mit dieser Schaltung schützen. Ist jetzt nicht speziell für das BMC 64 gedacht. Bei den Sicherungshaltungen darauf achten, die haben hier so eine Nase. Und die muss jeweils nach außen zeigen bei dem Sicherungshalter, damit natürlich später die Sicherung da auch reingesetzt werden kann. Das sind recht große Lötflächen. Also hier auch wieder eine Sekunde länger draufhalten, ein bisschen mehr Lötzinn drauf, damit die also wirklich ordentlich verlötet sind. Die Sicherung kann man auch jetzt schon einsetzen. Dann vergisst man sie auch später nicht und wundert sich, warum nichts funktioniert. Als nächstes kommen dran die beiden Control-Port-Buchsen. Bei denen so ein bisschen aufpassen, sind halt einige Pins, die da auf einmal in ihre Löcher rein müssen. Wenn das passt, dann schnappen die richtig schön ein, weil die hier auch solche Art Widerhaken haben und dann fallen die auch nicht mehr raus. Da braucht man dann also auch nicht mehr schauen, ob die flach und bündig, wie ich immer so schön sage, auf der Platine sitzen. Hier weiß man es, dass sie es tun, sobald die richtig eingeschnappt sind. Und dann schaue ich mir das sicherheitshalber trotzdem noch mal kurz an. Aber das passt, die sitzen, das heißt, alle möglichen Kontakte können verlötet werden. Die Bauteile werden also nach und nach weniger. Weiter geht es dann mit dem Kondensator mit Polung. Das ist also der hier, dieser rundliche. Bei dem muss man ein klein wenig aufpassen. Und zwar hat der hier den Minuspol bezeichnet. Das wäre so jetzt im Bild hier der obere, das wäre der Minuspol. Während auf der Platine, hier links im Bild, da kommt der Kondensator rein und da ist eben der Pluspol bezeichnet. Also da schauen, dass man das nicht durcheinander bekommt. Und auch direkt verlöten natürlich. Dann kommt der Netzschalter und die Strombuchse und der Thyristor. Das ist also der die eigentliche Schutzfunktion bei dieser Schutzschaltung gegen Überspannung auslöst. Den Netzschalter so einsetzen, dass der wirklich ganz flach auf der Platine ist, also so weit wie es eben geht, weil ja nachher beim C64.1, beim Brutkasten, muss diese Portblende davor passen und beim C64.2 sind ja schon die entsprechenden Gehäuseaussparungen in der richtigen Position. Das heißt,
Wenn der Schalter jetzt hier nicht richtig drauf sitzt auf der Platine, dann kann es halt sein, dass er später nicht gut in das C64-2-Gehäuse passt, beziehungsweise in die Portblende beim C64-1 beziehungsweise der Brotkastenform. Dann die Strombuchse. Das ist also auch dem C64 absolut nachempfunden. Ist der gleiche 7-polige Anschluss, so dass eben das originale Netzteil hier verwendet werden kann. Dabei ist es übrigens egal, ob es das Netzteil mit der Keilform ist, der sogenannte Elefantenfuß, oder das spätere, das meistens beim C64-2 dabei war, mit diesen angedeuteten Kühlkörperrippen, die aber ja auch nur aus Plastik sind. Also dieses quadratische Netzteil eben. Hier auch nochmal schauen, ob das wirklich ganz plan auf der Platine aufliegt, damit es später ordentlich aussieht. Beim Thyristor einfach nur schauen, auf der Platine ist hier links ein weißer Balken, der ist etwas dicker ausgeformt, der symbolisiert quasi den Kühlkörper dieses Thyristors. Den also so einsetzen, dass der Kühlkörper links oberhalb dieses weißen Balkens sitzt. So sieht das Ganze also bisher aus. Damit sind eigentlich die Lötarbeiten hier an der Hauptplatine oder an der Portplatine soweit erledigt. Jetzt geht es dran. Es müssen noch 2 Punkte am Raspberry gesetzt werden. Dazu brauchen wir dieses Kabel und das etwa im Verhältnis 2/3 zu 1/3 ablenken. So genau geht es da nicht. Das Kabel ist lang genug. Ungefähr Augenmaß 2/3, 1/3. Dann die Enden abisolieren. Muss nicht lang sein. Die Lötpunkte sind eh nicht groß. Die Enden verdrillen und natürlich verzinnen. Und dann kürze ich mir die beiden Stückchen tatsächlich so, dass also wirklich nur noch so ein Millimeterchen dabei raussteht. So in etwa. Weil die Lötpunkte wirklich sehr klein sind. So sähe das jetzt also aus. Also wirklich nur 2 ganz kurze Drahtenden, die jetzt da noch übrig sind. Angelötet werden müssen diese Kabel einmal bei dem Punkt Run. Der ist also in der Nähe der USB-Buchse beim Raspberry. Und an dem Punkt PP2, der ist auf der Rückseite, rechts unten in der Nähe der MicroSD-Card, beim MicroSD-Card-Slot. Da ist es natürlich wichtig, dass man nur auf diesem PP2-Punkt lötet und nicht etwa an diesem benachbarten, auch natürlich an die anderen benachbarten nicht. Bei solchen Geschichten kann man sich vielleicht behelfen mit einer Lupe oder einer Lupenbrille oder auch vielleicht einer Lesebrille. Es sind halt schon relativ kleine Punkte, insbesondere der auf der Rückseite. Damit ich mir beim Löten etwas leichter tue, setze ich erstmal die vorhandenen Punkte mit ein bisschen frischem Lötzinn nach. Also einmal auf den Punkt Run und dann eben auf der Rückseite auf den Punkt PP2. Genau, jetzt habe ich da so einen kleinen Lötkegel und kann da gleich meine Drähte sehr viel besser anlöten. Das kürzere Stück Draht, das kommt an den Punkt Run. Nachdem das sowieso ein Loch ist, braucht man also hier nur erwärmen und seinen Draht reinstecken. Beide Drähte in Richtung der USB-Buchse ausgerichtet. Einfach damit die später, wenn man den Raspberry kopfüber draufsetzt, damit die Drähte auf der richtigen Seite dann auch ausschauen. Dann noch den Punkt PP2, ebenso mit dem Kabel hier nach links rüber. Das steht übrigens alles ganz genau und detailliert bebildert in der Anleitung. Man muss sich also nicht ständig dieses Video antun, wenn man den Bausatz zusammenbaut. So. Dann diesen Draht hier draufsetzen. Und vorsichtig, behutsam natürlich anlöten. Da also darauf achten, dass das wirklich ein ordentlicher Lötpunkt ist, der eben wie gesagt wirklich nur auf diesen Punkt PP2 geht. Damit sind die Lötarbeiten soweit abgeschlossen. Nach den Lötarbeiten kommt dann der mechanische Zusammenbau. Auch das wieder schön nach Anleitung. Erstmal geht es dran, den Kühlerlüfter für den Raspberry auf die Platine zu setzen. Dafür braucht es dann diese 4 etwas längeren Gewindeschrauben.
und die passenden Muttern dazu. Erstmal den Lüfter mit dem Etikett nach oben, also so, dass man das Etikett lesen kann, dann bläst er auch in die richtige Richtung. Die Schrauben ebenfalls von oben einsetzen, damit man hier auf keinen Fall einen großartigen Überstand hat, weil ja da die Raspberry-Platine drauf kommt. Dann die Muttern aufsetzen. Bei der ersten Schraube mache ich es so, ich schraube die noch gar nicht wirklich fest. Dann habe ich nämlich jetzt hier Luft und Bewegung, dass ich mir den Lüfter richtig ausrichten kann, sodass alle Schrauben in ihre Löcher passen. Bei der zweiten kann ich dann schon etwas fester anziehen. Beim Einstecken, der hat hier vorne eine etwas rundlichere Seite abgerundet und hier hinten eckig. Die rundlichere Seite, die muss nach vorne im Stecker, in die Buchse, und andersrum passt da auch gar nicht drauf. Als nächstes könnte man sagen, wir feiern Hochzeit. Der Raspberry kommt nämlich auf die Platine. Vorher kriegt er aber noch seine Abstandshalter, damit er auch in der richtigen Höhe sitzt. Die schraube ich mir hier auf die Partplatine drauf, hoppla, mit einer Plastikschraube natürlich oder Nylonschraube, letztendlich ist es Kunststoff. Dann einfach die Schraube hinten mit dem Finger festhalten und von Hand die Abstandshalter draufdrehen. Alles nur von Hand, wie gesagt, sind Kunststoffschrauben, so wahnsinnig viel halten die nicht aus. Alle 4 rein. Und wenn ich hier schon beim Schrauben bin, noch der 4. Wenn ich hier schon beim Schrauben bin, dann kann man auch gleich den Abstandsfuß hier reinschrauben. Der kommt auf die Unterseite der Platine, also die Schraube von oben einsetzen. Und dieses kleine Füßlein, das sind bloß 5 mm, auch von unten einfach draufsetzen, von Hand draufschrauben. Das ist also dann quasi der Abstandshalter zum Boden, wenn die Platine in einen C64 eingebaut wird, damit sie dann also gerade sitzt und nicht irgendwie schräg darum labbelt. Und jetzt kommt also der Moment, der Raspberry natürlich in die Pinleiste einfädeln, so dass der schön hier drauf sitzt und dann runterdrücken, bis er auf seinen Abstandshaltern ankommt. Danach kann man den natürlich auch gleich festschrauben. Diese Schrauben gehen etwas streng, aber mit etwas Geduld drehen die sich dann da schon rein. Jetzt die Kabel anstecken. Ist ja im Prinzip selbsterklärend. Pad Run, Pad PP2. Run war also dieses hier, dieses kürzere, das kommt also hier hin. Und PP2, also mit Pad, sind quasi die Lötpunkte auf der Raspberry-Platine gemeint. PP2 wissen wir noch, das war der hier auf der Unterseite eigentlich der Platine, nachdem die jetzt kopfüber drin liegt, ist also dieser Lötpunkt oben. Also PP2 hier hin. Als nächstes müssen die Schrauben an den Control-Ports ersetzt werden. Die stehen nämlich so weit raus, dass hier eigentlich das C64-Gehäuse schon anfängt. Das heißt, man käme dann mit der Platine nicht nah genug an das Gehäuse ran, wenn diese Abstandshalter oder, ja, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese Buchsen im Weg stehen. Also die müssen raus und durch normale Kunststoffschrauben ersetzt werden. Ich habe die jetzt gelöst mit so einer Spitzzange. Und dann mit spitzen Fingern kriegt man die dann auch da raus. Die oberste hier ist ein bisschen fricklig, die anderen sind dann ganz leicht. Dann ersetze ich die gleich durch jeweils eine von diesen Nylonschrauben. Den Raspberry kann man natürlich jederzeit auch wieder in anderen Projekten verwenden. Einfach abstecken, rausschrauben, eine andere SD-Karte rein. Dann verrichtet er ganz andere Aufgaben. Und wenn die Drähte dabei stören, einfach wieder ablöten und schon ist der Raspberry wieder im Originalzustand. Zuletzt muss jetzt noch der USB-Port verlängert werden. Und zwar mit diesem Kabel. Das ist einfach nur eben eine ganz normale USB-Verlängerung. Und die wird dann mittels dieses Kabelbinders durch diese vorgesehene Öffnung hier fixiert. Ich fädel mir die gleich schon ein. Dann kann ich nämlich gleich zuziehen, wenn das Kabel so liegt, wie ich es gerne hätte. So, hier ist die Unterseite des USB-Steckers nach oben zu drehen, weil ja der Raspberry auf dem Kopf liegt oder auf dem Rücken liegt quasi. Und dann mache ich mir hier so 2, 3 kleine Schlaufen.
Das ist einfach nur, weil das Kabel etwas lang ist. Aber es sind keine kürzeren aufzutreiben. Das ist immer so eine Standardlänge mit diesen 40 cm etwa. Und deswegen muss man hier halt etwas Kabelsalat betreiben. Hier kommt dann die USB-Steckerseite nach oben. Also ganz normal, wie man einen USB-Stecker eben einsteckt. Und jetzt kann man sich das hier noch so ein bisschen ordentlich zusammenrichten. Und dann den Kabelbinder zusammenziehen. Muss nicht allzu streng sein, einfach nur, dass die Kabel so ein bisschen in Position bleiben und nicht sonst wohin rumfliegen. So, Kabelbinder kürzen. Und damit wäre der Aufbau nun also wirklich schlussendlich komplett abgeschlossen. Jetzt noch die SD-Karte einsetzen. Wie gesagt, BMC64 ist da vorinstalliert. Und ein paar Spiele sind auch schon drauf, einfach für erste Tests, dass man schon mal loslegen kann. Die Karte mit Beschriftung nach oben und Pfeil Richtung USB-Slot einfach einsetzen. Da ist auch keine Arretierung oder so, einfach rein damit. So ist die jetzt drin. Für den letztendlichen Einbau schnappe ich mir mal so eine Unterschale vom C64-2. Das BMC64 passt in die alte Gehäuseform, also die Brotkastenform, als auch diese flachere vom C64-2. Und hier einfach so einsetzen, dass eben die ganzen Ports an der Portblechseite, wo ja hier kein Portblech ist beim C64-2, schön in ihren Öffnungen sitzen. So kann man das halbwegs erkennen. Ja, sieht also ziemlich original aus. Und dann sind noch 4 Schrauben im Lieferumfang, 2 kürzere und 2 längere jeweils. Da muss man jetzt einfach schauen, wie es am besten passt, welche am besten greifen. Insbesondere beim C64-2 kommt ja hier noch die Tastatur rein und dann sind hier diese Tastaturhalter rechts und links. Da muss man dann also schauen, ob nicht vielleicht die längere dann besser geeignet ist, die dann ja eben durch den Tastaturhalter auch noch durch muss. Ich nehme jetzt einfach mal die kurze, weil ich jetzt die Tastaturhalter gerade nicht da habe. Und im C64-1 sind sowieso eigentlich immer nur die kurzen. Dann noch die Tastatur anstecken. Die natürlich entsprechend der Kodierung, da wo der eine freie Pin ist, genau so hier auf die Tastatur bzw. die Tastaturstecker die Stiftleiste aufsetzen. Und dann würde die Tastatur jetzt normalerweise hier eben auf ihren Tastaturhaltern aufsitzen. So sähe das also jetzt eingebaut aus. Und dann wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Dann hole ich mir Strom und HDMI. Das ist nämlich auch so eine schöne Sache. Dieses BMC64 funktioniert mit HDMI. Man braucht also keinen Fernseher, keinen alten TV mit irgendwie einem Antennenanschluss oder AV-Eingang, sondern man hat es modern per HDMI. Jawohl. Das ist also der Startbildschirm vom BMC64. Hat also funktioniert soweit. Reset. Reset funktioniert also auch. Die Tastatur ist funktionsfähig. Man kann Sachen schreiben, man kann auch programmieren, wenn man es kann. Das ist also alles emuliert, basiert auf dem Wwise-Emulator, den man vielleicht vom PC her als Software-Emulation schon kennt. Die arbeitet also hier auch in diesem BMC64. Das BMC64 hat darüber hinaus jetzt aber auch ein eigenes Menü. Über die Tasten Commodore und F7 kommt man in dieses Menü. Und so kann man jetzt also auch zugreifen auf die SD-Karte bzw. die Programme, die da drauf liegen, oder auch auf einen extern angesteckten USB-Stick. Das läuft also hier über Autostart Programm Disk. Und dann gehe ich mal in das Games-Verzeichnis. Das ist also alles schon vorbereitet soweit. Und dann nehme ich wieder das Bobby Bearing. Das hatten wir gerade schon. Jetzt wird automatisch das Programm geladen. Und da ist also unser Bobby Bearing wieder. Man hat jetzt in diesem Menü viele weitere Möglichkeiten. Autostart Warp bedeutet einfach nur, dass prinzipiell mal schneller geladen wird. Einfach nur, weil man die alten Ladezeiten nicht unbedingt jetzt auch wieder simuliert haben möchte. Darüber hinaus könnte man jetzt ein anderes Kernel einstellen. Und zwar über Machine, ROMs, Load Kernel. Ich habe mal das Exos Kernel einfach zum Test wieder mal dazu geladen. Und schon hat man hier Exos als Betriebssystem. Einfach so. Jetzt hat man natürlich mit der F-Tastenbelegung auch die verkürzten Eingabebefehle.
Das ist wieder der Inhalt der Karte. Ich könnte also jetzt hier wieder hochgehen, Load Bobby Bearing. Und dann darf das nicht lange dauern, weil ja Exos auch einen seriellen Schnelllader drin hat. Das BMC64 simuliert ja nicht nur den 64er, sondern auch gleichzeitig eine Floppy, sodass man sich Daten von der SD-Karte oder von dem externen USB-Stick laden kann. Das funktioniert entweder mit PRGs, also Programme, die einfach im Programmformat gespeichert sind, als auch mit Disketten-Images, sogenannten D64-Dateien. Hat man jetzt Kassettendaten, da kann man sich hier über die Tape-Funktion ein Kassetten-Image hinterlegen. Dann geht es weiter mit so einer Snapshot-Funktion. Damit kann man sich also den Speicherinhalt, den virtuellen Speicherinhalt einfrieren, dass er dann erhalten bleibt, so wie er in dem Moment war, als man diese Funktion aktiviert hat, und kann sich so beispielsweise spielständisch abspeichern. Also ein Spiel in dem Zustand, wie es in diesem Moment war, ist ganz praktisch bei Spielen, die von sich aus keine Spielstandsspeicherung anbieten. Danach geht es dann weiter mit Video- und Soundeinstellungen. Das sind dann also so Geschichten, da kann man sich noch eine Vielzahl an Parametern einstellen und genauso anpassen, wie es an die eigenen Bedürfnisse oder Vorlieben am besten passt. Was natürlich gerade gefehlt hat, weil ich nur die Unterschale hatte von dem C64-2-Gehäuse, zeige ich schnell wieder an diesem Gehäuse. Das ist natürlich, dass man die Betriebs-LED anschließt, sonst ist ja ein 64er irgendwie kein richtiger 64er, wenn nicht oben die Leuchte leuchtet. Wenn man den Deckel dann zugemacht hat, kommt man natürlich an die SD-Karte nicht mehr sonderlich gut ran. Und genau da setzt jetzt eben auch der USB-Anschluss ein. Das Gehäuse ist also zu, verschraubt. Und dann nimmt man seinen USB-Stick und steckt den ganz normal hier hinten beim Raspberry ein, beziehungsweise auf der Portplatine. Und dann hat man also jetzt im Menü die Auswahl. Das wäre jetzt SD, also für die SD-Karte. Wenn man dann hier Return drückt, kann man auf USB umschalten. Und das ist jetzt das, was auf dem USB-Stick drauf ist. Da habe ich wieder nur den Bobby Bearing. Wird automatisch gleich wieder geladen. Und natürlich funktionieren auch die Joyports. Das heißt, einfach meinen Joystick hier anstecken an einen Joyport und dann kann ich spielen. So, die Joyports funktionieren also auch. Bei aller Begeisterung für das BMC64 muss man allerdings jetzt 3 Punkte noch erwähnen. Es ist halt nur eine Emulation, eine ziemlich gute, aber es ist eben kein Nachbau, es ist keine Replika. Man hat jetzt 2, 3 Nachteile. Punkt 1, man hat an den Control-Ports keine 5 Volt zur Verfügung. Man kann also nicht beispielsweise ein Dauerfeuer anschließen oder andere Erweiterungen, EEPROMer, was es nicht alles gibt, was man eben an den Control-Ports anschließen kann. Das wird nicht funktionieren, weil eben die 5 Volt fehlen. Das Zweite ist, auch Mäuse oder Lichtgriffel, Lightpens, wird nicht funktionieren, weil diese Devices analoge Signale auf die Control-Ports geben. Die werden aber vom Raspberry nicht ausgewertet. Das nächste wäre, dass natürlich, klar, durch die Platine und durch den Raspberry-Charakter fehlen alle möglichen Erweiterungsports, also Expansion Port, User Port, Tape Port. Auch serieller Port ist nicht zusätzlich nochmal dabei. Man kann also keine physische Floppy zusätzlich anstecken. Und das Letzte, der Sound ist zwar gut, kommt aber nicht ganz an die originale Klangqualität von dem Commodore SID ran. Die waren halt einfach einzigartig. Das kriegt auch der Raspberry nicht ganz hin, leider. Wenn man diese kleinen Mankos tolerieren kann, hat man also den Benefit, man sitzt wieder von dem echten, schönen C64-Gehäuse mit der Originaltastatur und der dazugehörigen Haptik natürlich auch. Man kann seine alte Hardware verwenden, beispielsweise der geliebte Competition Pro. Auch das alte Netzteil kommt mal wieder zum Einsatz. Und das verknüpft mit moderner Technik, eben der HDMI-Ausgang, dass man auch mal auf dem großen Flatscreen seine Lieblingsspiele spielen kann, und die Bequemlichkeit, dass mechanische Datenträger wie eben Tapes oder Disketten wegfallen, dadurch, dass die Spiele, die man sich vorher aus dem Internet gesaugt hat, schon auf dem USB-Stick oder der SD-Karte drauf sind. Unterm Strich ist das BMC64 also einer der besten C64-Emulatoren, der Software und Hardware in ziemlich perfekter Weise miteinander kombiniert.